Hallo! War das lustig? Nee. Gut, war nicht lustig. Dann bleiben wir jetzt einfach ganz ernst. Der Markus ist heute hinter der Kamera. Die Werkstatt schaut aus wie die Sau. Und ja, das liegt daran, dass wir einfach jetzt auch mal sauber machen müssen. In der schon sauberen Werkstatt. Und ja, der Marco hat jetzt 2 Tage an seinem E36 Ring Tool oder schon 3 Tage verbracht. Der steht hinter mir, man kann ihn da sehen. Und Kühler-Upgrade und innen Kabel raus und schieß mich tot. Und dann bin ich immer so ums Auto rum und dann dachte ich mir, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann dachte ich mir so, ich glaube, ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich mal ein Ring Tool gebaut. Stimmt, ich habe auch sowas. Genau, der steht in der Tiefgarage und den holen wir jetzt erstmal. Komm. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? So! Ich krieg schon richtig. Mein Heart is am Beaten, man. Ach du Scheiße! Um Gottes Willen. Hier stehen Autos. Da steht noch der Japan M3. Richtig schön brav und trocken. Und einfach wunderschön. Und immer noch mit den Shipping-Sachen auf der Seite. Übrigens danke nochmal für das Feedback zum E46 M3 Video. Johnny und ich sind komplett aus dem Häuschen. Das filmen wir jetzt hier nicht. Ja, ich habe die Leiste da hängen lassen, weil da hängt die Kamera noch dran. Und guckt euch mal das an. Die Leiste, die ist komplett gebreakt und da habe ich jetzt eine nagelneue von BMW bestellt und lackiert. Die war auch leider in dem Video nicht dran, aber egal, ich glaube zu viel. Da steht er. Das ist er. Hier steht ja der wunderschöne Alpina, den kennt ihr ja auch schon. Das ist der E46 M3 von einer Freundin. Der hat dieses Jahr eine originale CSL-Front bekommen, also wirklich original. Und das war nicht günstig. Denn diese Frontstoßstange kostet mehr als ein Einfamilienhaus. Ja, und auch die Lieferzeit war genauso lang, wie man eigentlich warten muss, wenn man sich ein Einfamilienhaus baut. Also ziemlich geil. Da ist das Ring Tool, genau, Alpina. Das ist Lisas E36 Coupé. Lisa Jasmin, Channel auf YouTube, hat bestimmt auch schon mal jemand gehört. Mittlerweile knapp 100.000 Abonnenten. Auch übelst Fame, die Alte. Also brutal. Genau, und das ist mein Ring Tool. Wunderschön. Ich habe den Weiß selber foliert, habe ich selber gemacht, ihr könnt mal hergucken. Also qualitativ, wer Termine möchte zum Folieren, der kann auch eigentlich uns gleich schreiben. Das ist extra halt so, ich habe das gemacht wegen Used Look, dass das ja, so ein bisschen flattert auch, dass es schnell ausschaut beim Fahren halt. So viel Scheiße haben wir jetzt selten. Johnny, hier muss ein Heiligenschein drüber. Wir fahren dann erstmal raus. Ich denke, das ist das Einfachste. Und dann unterhalten wir uns in der Werkstatt weiter. Jetzt gucke ich erstmal überhaupt anspringt. Du bleibst mal da. Falls gleich der Kolben oder so rausfliegt, dann hast du es schon auf Video, dann werden wir wenigstens nochmal Fame. Are you ready, man? Das Ding ist so geil, ne? Kupplung, Alter. So, wir sind wieder in der Werkstatt, ein paar Autos in die Tiefgarage gefahren. Jetzt habe ich mir überlegt, was tun wir an dem Auto tun? Tun wir jetzt erstmal gar nichts. Ich wollte euch das nur mal zeigen und präsentieren, wie es bis jetzt ausschaut, denn ich glaube, viele, die jetzt hier dazugekommen sind, haben das auf dem anderen Channel von Lisa nicht so mitbekommen.
welchen Fuhrpark wir haben und was wir umbauen und was unsere Autos sind und was Kundenautos sind. Ja, da hinten der Imola Roter M3, hat bestimmt schon mal der eine oder andere mitbekommen, ist so unser Track- und Street-Umbau, sage ich mal, mit Carbondach und so weiter. Der kriegt auch noch einige Mods, jetzt auch gerade über Weihnachten, aber ich würde sagen, das machen wir dann alles in Ruhe, extra zu diesem Auto, und da wird es auch immer wieder Stories geben von Umbauten. Jetzt E36, also pass auf. Ich hatte ein Ringtool 2000, wann war das, 17 oder so, 18? 17. Ja, 328 Coupé mit Hamann Cardon und großen Bordcomputer, also Volllederausstattung, brutales Auto, allerdings rosttechnisch komplett am Ende, und wirklich so am Ende, wenn ich das sage, dann ist der wirklich am Ende. Also da war so ein langes ovales Loch im Schweller, und da habe ich mir gedacht, okay, investierst du jetzt Summe X in ein Fass ohne Boden oder holst du dir eine Karosse, die passt. Folgendes ist passiert, ich habe mir eine BMW dunkelblaue 316i E36 Coupé Karosse geholt, also ein komplettes Auto, der lief und hatte TÜV und war aber eigentlich alles Wurst. Schiebedach hat er zum Glück keins. Ja, der ist bis auf, hier habe ich schon mal ein bisschen mit der Flex gemacht, um zu gucken, und hier 2-3 Blasen, ist an sich rostfrei, also keine Durchrostungen, ganz leicht ein bisschen hier und da am Unterboden, aber alles, womit man leben kann. Genau, der schaut jetzt echt schlimm aus, weil er erstens dreckig ist, teilfoliert, halb zusammengebaut, und ich denke, das werden wir jetzt ändern die Tage. Wir haben nur noch einen Akku in der Kamera, der hat nur noch 3% und deswegen jetzt im Schnelldurchlauf. Viel ist es auch nicht mehr. Ihr seht, ich habe untenrum schon viel gearbeitet. Eigentlich alles, was ihr seht, Uniball, Längslenker sind neu, KW zweifach Clubsport, große Bremsanlage, mächtig viel. Wir werden dann nochmal schöner drauf eingehen, wenn wir wirklich auch was an dem Auto machen. Vorderachse, ist aktuell auch noch ein bisschen was zu tun, also die Belüftungskanäle für die Bremsen sind noch zu machen. Ja, motortechnisch auch so ein schöner Einblick von hier. Der ist natürlich noch nie gefahren, deswegen sieht es auch alles so schick aus. Ja. Aber ja, das wird sich ändern. Ich will unbedingt kommende Saison, also Saison 21 fahren. Tom Schütze würde ich bestimmt auch was sagen. Blenden wir den YouTube-Channel mal ein. Auch ein übelst fertiger Typ, und zusammen mit dem lassen wir es auf jeden Fall krachen. Freue ich mich riesig drauf. Jo, okay, ich mache mal die Haube auf. Wir fangen mal grob mit dem Motor an. Das Projekt besteht jetzt schon seit ungefähr 2,5 Jahren. Ich will jetzt ja auch nicht ewig in das Thema reingehen. Ich sage euch nur so grob ein paar Daten, was ich gemacht habe. Es gibt da auch leider keine Videos mehr dazu. Also ich habe das alles mal still und heimlich in meinem Kämmerle hier gebaut. Also wir fangen an. Basismotor ist ein M52 B28, also der 2,8 Liter aus dem E36. Ich glaube, das habe ich aber schon mal in den letzten Videos gesagt. Das grobe Setup: eine Debilas Einzeldrosselanlage. Wie gut die funktioniert, kann ich aktuell noch nicht sagen, da wir noch nicht auf dem Prüfstand waren und das Auto noch nicht seinen finalen Datensatz hat. Ein 3,2 Liter Fächerkrümmer vom E36 M3, bearbeitete Ein- und Auslasskanäle, verstärkte Ventilfedern, nagelneue Ventilsitze, 268 Grad Nockenwellen von Catcams, erleichterte Kurbelwelle, Haarschaftpleuel, Kolben und Pleuel zusammen fein ausgewogen und so weiter und so fort. Also Block war komplett auseinander. Vanos wurde revidiert, ich fahre noch Vanos übrigens, auch bei Drehzahlen von bis zu 7500 Umdrehungen. Habe ich mich dazu entschlossen, das einfach mal auszuprobieren, und bis jetzt muss ich sagen, die paar Meter, die ich auf der Straße gefahren bin, fährt es wirklich gut. Genau, Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder und Ausgleichsbehälter ist 3,2 Liter E36 M3. Aktuell ist noch ein Visco hier drin, aber der wird ersetzt wie bei Marcos E36 Ringtool durch einen Spa-Lüfter in Verbindung mit einem CSF-Kühler und ein extra Ölkühler mit dem E36 M3 Ölfiltergehäuse. Genau. Ich fahre aktuell noch ein zweifach Clubsport von KW. Bin mega zufrieden mit dem Fahrwerk. Wir haben dieses Jahr schon ein paar Änderungen an dem Setup vorgenommen, gerade auch wegen der Hinterachse. Ich würde aber sagen, Hinterachse machen wir mal extra, weil alles, was Fahrdynamik ist bei dem Auto, ist wirklich einiges. Genau, Johnny kommt mal hier rein. Ich gehe auf die andere Seite. Hupe geht. Schon mal die Hauptsache. OMP WRCR
Diese Sitze habe ich gewählt, weil ich in den Pole Positions nicht so schön saß wie in diesen hier und die wirklich geil gepolstert sind. Das Ganze mit einer 4-Zulassung. Schrot 4-Punkt-Gurte auf wunderschönen Animal Racing Konsolen. Muss ich hierzu auch nochmal sagen, geilste und beste Konsole für den E36, E46 aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft. Mega zufrieden, also wer mal Bock hat auf richtig gute Konsolen, auch alles für TÜV-Abnahme und so, kann sich bei Animal Racing melden. Ich pack's mal unten in die Beschreibung. Genau, was haben wir sonst noch gemacht? Ein 3-speichigen Luisi-Lenkrad, das ist jetzt im blauen Alcantara. Keine Ahnung, ob man es noch ändern, weiß ich nicht. So einen schönen BMW Retro-Hupenknopf. Ein Vichers-Käfig ist hier drin. Hier sind eigentlich noch Planken, genauso wie da drüben beim Johnny am Einstieg. Mit einer Haarstrebe und einer Querstrebe im hinteren Bereich. Einer Domstrebe zwischen den Domen hinten. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja klar, Teppich, Matten ist hier alles rausgeflogen. Den Innenraum habe ich in Seidenmatt schwarz lackiert. Ich setze mich jetzt mal hier rein. Ach ja genau, Kupplung ist eine Sachs 5-Pad Sintermetall. Das werdet ihr gleich sehen, wie ich ekelhaft mit diesem Auto einkuppeln muss, weil das ist wirklich brutal. CAE-Shifter. Wir fahren das ganz normale 328i E36 Getriebe. Klima und so weiter, alles rausgeflogen. Also das Einzige, was hier noch besteht, ist Fensterheber links, rechts, Warndreieck und der Zigarettenanzünder. Ja, hier haben wir noch eine Alu-Bodenplatte drin mit Magneten. Die kann man dann aufmachen, um drunter auszusaugen. Ja, so viel zum Innenraum. So, also hier seht ihr die seitlichen Streben. Die sind natürlich auf der Fahrerseite auch noch drin, aber das mache ich wirklich erst fertig, wenn es ans Fahren geht auf der Nordschleife. Weil sonst ist es für mich mit meinen langen Haxen immer voll die Qual, da ein- und auszusteigen. Ja, nicht so geil. Hier haben wir noch ein bisschen Carbon. Habe ich einfach mit so JDM-Washers festgemacht. Einziehmuttern hier reingepresst. Ist alles leider noch ein bisschen verstaubt. Wir müssen es erstmal sauber machen. Genau, elektrische Fensterheber sind vorne noch drin. Hinten fahren wir 3x Makrolon, einfach aufgrund des Gewichts. Ja, er schaut jetzt noch ein bisschen wüst aus. Jetzt aktuell, wenn ihr das Video sehen werdet, steht das Auto schon beim Folierer, denn der wird komplett neu in weiß foliert mit einem geilen Design. Das werden wir euch dann mal in einem anderen Video präsentieren. Das ist übrigens ein billiger eBay Class 2 Nachbauspoiler, reicht vollkommen für ein Trackfahrzeug aus. Genau, so gibt es jetzt weiter nichts zu sagen. Hinten ist natürlich auch alles schwarz. Batterie habe ich noch eine große drin, das ist jetzt nur für ein bisschen von A nach B fahren. Da wird noch eine leichte kommen, welchen Hersteller weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ist ja auch immer so, dass die kleinen Batterien wirklich extrem teuer sind. Und ja, finden wir schon. Genau, das dazu. Räder fahren wir 9x17 ET25 BBS RK, zweiteilig. Ja, die wurden schon in der BMW Challenge gefahren, deswegen sind die auch schon sehr ramponiert, laufen aber rund und sind ultra leicht und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die von meinem Kollegen zu übernehmen. Reifen ist ein Nankang AR1 Semislick. Ja, kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts dazu sagen. Ich habe nur alle Erfahrungsberichte von Kollegen gehört, dass das einer der geilsten Reifen sein soll. Da werden wir uns dieses Jahr überzeugen. Johnny sitzt auf dem Beifahrersitz. Der kann euch dann auch bestimmt gutes Feedback geben. Das eigentlich zum E36. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, genau so Spielereien hier. BMW Motorsport Türgriffe, die habe ich mir mal gelasert. Ja, das macht das Auto nicht schneller und nicht leichter, aber ein bisschen schöner. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir gehen auf alles, was Motor und Technik ist, nochmal extra ein. Ich lasse den jetzt mal ein bisschen kurz laufen, dann fahre ich ihn etwas warm hier vorne. Dann gibt es noch ein bisschen Soundeindrücke von einem Einzeldrossel 328i. Und ja, dann denke ich, wird es das erstmal gewesen sein. Ach ja, warum machen wir das? Auf Lisas Channel haben ja die ein oder anderen natürlich schon mitbekommen, welche Autos bei uns bestehen und welche nicht unsere sind und dass das keine Verwirrung ist. Also dieser E36 ist mein Auto. Ja, der C63 übrigens von dem Drift-Video am Anfang ist es auch unser Auto. Warum die Meißner Nummer? Weil das eine Kooperation ist mit der Firma Gruma und Gruma Exclusive. Dieses Auto läuft noch auf dieses Autohaus, das schon seit 3 Jahren und auch die nächsten 3 Jahre noch. So lange haben wir dieses Auto, da gibt es auch noch mal ein extra Video zu dem Ding. Ja, und zu allen anderen neuen Autos werdet ihr langsam aber sicher eingeführt. Ich sehe schon, der Channel läuft eigentlich so ganz gut.
Das Handy ist am Klingeln, klar. Und für alle, die Bock auf sowas haben, ich weiß nicht, es werden bestimmt nicht viele sein, die jetzt zugucken und wissen, um was es sich da handelt, aber die diesen Motor fahren, die wissen, was es ist. Richtig, ein Crank-Hub-System für einen S55, der steht übrigens hier. Eine, wie ich finde, ich sag's jetzt einfach mal so frei, affengeile Karre, 2018er Competition M3, in einer wunderschönen Individualfarbe. Genau, da gibt es ein extra Video. Wir bauen den Crank Hub ein und machen eine Leistungssteigerung auf 600 ein paar zerquetschte PS. Genau. Ja. Business. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, bedanken euch vielmals für das wunderschöne Feedback und die zahlreichen Kommentare unter den Videos. Ja, wenn ihr wirklich mehr im Detail von diesem Auto sehen wollt, dann lasst uns einfach wissen, weil sonst würden wir wahrscheinlich nichts weiter dazu drehen, außer wenn er dann fertig ist. Wenn es noch Fragen gibt oder so, schreibt es einfach unten rein. Dann gehen wir da bestimmt näher drauf ein und machen nochmal extra Videos. Ja, ansonsten gucken wir mal, was nächste Woche so noch kommt. Da lassen wir uns überraschen, denn wir wissen es selber noch nicht. Ja, ich denke, das war soweit. Ich schmeiße den E36 an und dann geben wir noch ein bisschen Gas.